Tag beenden. Mr. Boyd, I'm going home. Do you need anything? Oh, no, don't go. I need to talk to you. I won't keep you long. I just need to make one phone call and I'll be right out, okay? Of course, Mr. Boyd. Do you know what time it is? I didn't mean, well, maybe I did. Guess I'm a son of a bitch. Jack? Good Lord, Jack, I wanted to talk to you. Was wondering if you'd call. How do you feel? I'm good, Mrs. Markham. Better than ever. The back pain is gone, the insomnia is gone, my hair is growing back, and my pathological indecisiveness seems to have run off somewhere. Jack, if you think I had anything to do with that... I'll waste no more time trying to think, Mrs. Markham. Every second counts. There's a lot to do. And one of those things is finding Laura. Jack, your tone is scaring me. Good. Turns out I have a knack for that. Scaring people. So, Mrs. Markham, I'm gonna look for my wife, and if you somehow get in my way, I'll send a special squad to your house. First they'll throw your dog in the fire, then they'll arrest you for prostitution. What? What the he... Prostitution? Sometimes it's necessary to invent charges. It's not like I can arrest you for being an unbearable bitch. Emma, I need a detective. Oh, of course, Mr. Boyd. What shift? No, not one of ours. A private detective. Oh. I know that when your father stole your mother's jewelry and left her, you hired a private investigator. You didn't go to the police. You know, Mr. Boyd, it was a family problem, and we felt that it would... I understand perfectly, Emma. You don't need to explain anything. I'm in a similar situation. As you might have heard, my wife left the house. She's missing, you could say. I'm not sure what you're... I know you've heard all about it. I want her found, but I don't want the department involved. Same reason you didn't. So I decided to hire your private detective. Think you can arrange it? Oh, of course, Mr. Boyd. I'll call him and arrange everything. And don't worry, he'll keep it a secret. Fine. What do you need from me? Well, just gather all the information that might be useful and put it in an envelope, bring it to me, and I'll take it to him. Good. Okay, take the day off tomorrow and get a good night's sleep. The day after tomorrow, I'll have that envelope for you. Ja, wir machen also ernst und kümmern uns jetzt also selber darum und nicht mehr unsere Schwiegermutter. Mal gucken, ob der Privatermittler uns was rausfindet, aber das wird dann erst übermorgen. Bauer behauptet, die Regierung habe seine Ernte vergiftet. Filmverführer zeigt aus Versehen Porno bei jüngsten Filmfestival und Krokodil in städtischem Fluss entdeckt. Ja, und dann fahren wir mit unserem Sportwagen zum Dienst. Alle sind wieder putzmunter und frisch bei der Arbeit. Keiner möchte zu Hause bleiben aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Wir werden uns noch mal ein neues Musikstück kaufen. Und damit dann den Tag beginnen. Tag 61. Schwulenrechte-Demonstration. Wieder eine Demo. Stration. Wir sind seit Jahren immer wieder von der LGB-Organisation genervt worden. Permanent wegen Schwulenrechten herumheulen. In letzter Zeit war es damit ziemlich ruhig, aber letzte Woche sind 3 Hochschullehrer gefeuert worden mit Bezug auf Gesetz, die die Förderung von Homosexualität unter Minderjährigen verbieten. Diese Lehrer haben LGB-Broschüren unter den Schülern verteilt und Toleranz gepredigt. Wir haben sie fair und dem Gesetz entsprechend entlassen, aber vor der Schule haben sich Aktivisten zu einem Protest versammelt. Die Kinder sind nicht da, um über sich gegenseitig küssende Männer und all den Rest von diesem Zirkus zu lernen. Die Demonstranten müssen eine Lektion erteilt bekommen, sodass sie das nächste Mal zweimal darüber nachdenken, ob sie aus ihren Löchern hervorkriechen wollen.
Okay, also da haben wir dann natürlich wieder die Möglichkeit, ob wir die Demonstration gewaltsam beenden. Hier werden wir nochmal dieses Opfergeld aufteilen. Schwulenrechte, Demonstration, 150 Schwule und Lesben haben sich an der Schule versammelt und verlangt, mit der Leitung zu sprechen. Der Schulleiter hat ein Gespräch verweigert und sich in sein Büro eingeschlossen. Wir müssen natürlich wieder Mannschaftswagen, SWAT und 3 Beamte hinschicken, ne 4 sogar. Können wieder die Beweise verfälschen, was ich nicht mache. Und ich werde noch den Ermittlungsfall beenden. Robespierre arbeitet in einem Bestattungsinstitut. Investiert seine Zeit vor allem in sein Studium. Dann werden wir hier noch 2 hinschicken. Bogdana und Samadi. Ein Drohanruf aus der Vorstadt. Ola Paget hat gemeldet, dass sie sei bereits das 2. Mal von einem Mann angerufen worden, der sie am Telefon bedroht und gesagt habe, er würde ihr und ihrer ganzen Familie Bleib füttern. Ich habe ein paar Männer im Hintergrund lachen und darüber reden hören, dass sie endlich ihre Maschinengewehre an lebenden Zielen ausprobieren wollen, sagt Mrs. Paget. Ich bin eine ziemlich bekannte politische Aktivistin in New York, also können Sie die Drohung mit meiner Arbeit zusammenhängen. Dann schicken wir den ganzen Rest hin. Das SWAT-Team können wir natürlich nicht schicken. Die müssen wir zur Schwulendemonstration. Jetzt kann ich natürlich wieder nur hoffen, dass keine weiteren Einsätze kommen. Aber bis jetzt sieht es ja noch gut aus. Die Demonstration gewaltsam beenden. Nein. Gucken, ob die Stadtverwaltung uns... Okay, das ist der falsche Ort. Dann fahren wir dann direkt im Anschluss zu dem anderen Tatort. Die Lage ist ernster bei dem Drohanruf. Wir müssen uns natürlich weigern. Und es hat aber schon ausgereicht, dass wir die 4 da hatten. Und die automatischen Waffen wurden auch von uns mitgenommen. Werden natürlich wieder von der Mafia verhökert. Wir haben gleich 2 Einsätze gleichzeitig. Prostitution und Kindesmissbrauch. Ich werde mal zum Kindesmissbrauch die ersten schicken. Die Schülerin Kathleen Campos hat ausgesagt, dass ihre Freundin Stacy Peng ihrem Lehrer eine Karte mit einem Herz darauf gegeben hat und dieser daraufhin einen obszönen Witz riss und dem Mädchen sagte, sie solle nach Schulende in sein Büro kommen. Ich habe so getan, als würde ich gehen, bin dann aber zurückgegangen, um an seiner Tür zu lauschen. Er erzählte das verängstigte Mädchen weiter. Erst habe sie leise geredet, dann gab es Lärm und Schreie und Wein. Na gut, Bogdana, Bailey, Strong müssen ausreichen. Und zum Prostitutionsfall an der Route 22. Russell Slafer ist erbost über die vielen Prostituierten am Stadtrand. Offensichtlich steht da ein Dutzend Prostituierte in einer Reihe und wirft sich regelrecht den vorbeifahrenden Autos entgegen. Einige ziehen Brüste und Hintern blank, um Kunden anzulocken. Kommen Sie sofort her und kümmern Sie sich um die Schamlosigkeit. Samadi, Birch und Pfahl. Wir sollten tatsächlich sogar 6 hinschicken. Mal gucken, ob die 3 ausreichen. Wir schicken auf jeden Fall jetzt Stovall und Klausner zum richtigen Ort von VanDeWulfen. Nehmen ihn dann hoffentlich auch fest und werden damit dann unsere Ermittlung abschließen können, die relativ schnell vorbeiging, muss ich sagen. Kindesmissbrauch. Durch die Glastür ist der Mann zu sehen, der versucht, auf eine um sich schlagende Frau zu klettern, die er auf sein Sofa geschleudert hat. Das Schulmädchen weint laut. Tür klopfen, den Schulleiter holen, laut an die Tür klopfen und dem Mann befehlen, sie zu öffnen. Machen wir das mal. Hat gefruchtet. Und das Ganze ist beendet. Sehr gut. Und die 3 haben also auch ausgereicht hier. Sehr gut. Wurden von den Prostituierten also nicht getötet. Eine Massenausschreitung im Desire Park. Der Drogenverkauf bzw. unser Täter ist jetzt gefasst worden. Und es bekommen alle Erfahrungen. Gießen ist jetzt auch schon bei 1200. Hervorragend. Also mit Abstand der beste Ermittler. Dem werde ich auch mal dem Fahrerfluchtfall zuordnen. Da müssen wir kurz warten, bis er wieder zurück ist. Zur Massenausschreitung. Okay, da schicken wir auf jeden Fall schon mal das SWAT-Team. Im Desire Park eine hysterisch klingende junge Person hat angerufen
und geschrien, oh Gott, die Prophezeiung ist wahr geworden. Im Park sind Dutzende Zombies unterwegs. Oh mein Gott, Vampire, Freeburg wird untergehen. Schicken Sie die Nationalgarde. Ich wette, das wird irgendein Film sein. Ich schicke mal nur 3 Leute hin. Auch wenn ich 8 hinschicken könnte. So, ist Beasley wieder zurück? Immer noch nicht. Oh, der braucht aber ewig. Achso, Klaus und Stowell sind auch noch nicht zurück. Jetzt müsste auch Beasley wieder da sein. Genau. Dann nehmen wir mal Wolf raus und schicken Beasley mit dazu. Obwohl, wir könnten Wolf, wir haben ja eh noch keine weiteren Ermittlungen. Der kann einfach auch noch mitmachen, der Brito auch. Dann sollten wir hoffentlich mal wieder ein paar Schnappschüsse bekommen. Oder ich bin einfach zu blöd dafür. Tatsächlich, ein Horrorfilmfestival. Also, diesmal doch etwas besser meine Spürnase als sonst. Eine häusliche Gewalt im Wohngebiet. Mrs. Kasmi beschwert sich darüber, dass ihre Nachbarn sehr laut streiten. Sie sei ein junges, hitzköpfiges Pärchen und es klinge, als würden sie zu einem Kampf kommen. Auch hier können wir das SWAT-Team mit hinschicken. Schicken wir mal 4 hin, Klausner, Strong und Fahl. SWAT-Team werde ich mal nicht hinschicken. Ja, da kommt der Bürgermeister. Ja, sie haben den Eid geschworen, Stadt zu schützen. Versprechen einhalten können wir es auch nicht. Egal. Der Bürgermeister ist ja eh nicht auf unserer Seite. Also, was soll's. Verdächtige Person im Desire Park. Eine Frau hat ausgesagt, sie sei auf ihrem abendlichen Lauf unterwegs gewesen, als sie hinter sich einen schwarzen Mann in einem Kapuzenpulli ausgemacht hätte. Ich konnte ihm entkommen, aber ich fürchte, der Bastard versteckt sich immer noch irgendwo im Park und dauert anderen Frauen auf. Irgendwie haben alle Täter immer so einen Kapuzenpulli. Scheint irgendwie die Mode der Bekloppten zu sein oder der Verbrecher. Der Kapuzenpulli. Und wir haben noch einen versuchten Mord am Spielplatz, die häusliche Gewalt. Tatsächlich, es war auch wieder ein Fehlalarm. Niemand hat sich gestritten, der Mann trainierte mit einem lauten Fernseher im Hintergrund, während die Frau Salat machte und sich heftig in den Finger schnitt, woraufhin sie zu ihrem Nachbarn die Krankenwagen ruft. Der Mann versucht die Blutung mit einem Handtuch zu stillen. Okay. Keine Erfahrung und kein Einsatz für uns. Auch hier ist ein falscher Alarm gewesen. Der fragliche Mann ist ein Medizinstudent, der ebenfalls nachts joggen geht. Das ist natürlich jetzt bitter, dass wir nur noch 3 frei haben. Wir müssten 5 hinschicken. Robbins, Bailey, Birch und dem Mannschaftswagen. Beeilen Sie sich, hier sind ein paar Leute, die einen Transvestiten erwischt haben und ihn verprügeln wollen. Sie haben ihm die Strumpfhosen ausgezogen und tun jetzt so, als würden sie ihn damit aufhängen. Sie sagen, sie würden über der Bar aufknüpfen. Okay, so, wir bekommen hoffentlich neue Schnappschüsse, 3 Stück. Wir eröffnen mal die Ermittlungen. Und gucken mal. Upsala. Alle rausnehmen. Also wir haben jetzt die Wahl zwischen dem grauen Auto und der Asphalt. Glassplitter, Gerichtsmediziner. Da irgendwas war doch mit Grau. Ach hier, an der Kleidung des Opfers finden sich Spuren grauer Farbe. Also war es doch der graue Wagen. Okay. Können wir die auf jeden Fall alle schon mal rausnehmen. Und hätten jetzt noch diese hier. Machen wir es mal. Okay, hin und her laufen macht eigentlich auch keinen Sinn. Aber dazu fehlt uns ein Schnappschuss noch. Okay, dann müssen wir doch nochmal einen Tag warten. Und dann am morgigen Tag hoffentlich den letzten Schnappschuss bekommen, damit wir den Fall endlich mal zu Ende ermittelt haben. Mal schauen, was jetzt aus dem letzten Fall für heute wird. Man braucht nochmal Unterstützung. Okay, da schicken wir dann natürlich nochmal 4 Leute hin, die den letzten Fall heute dann erledigen sollten. Und dann haben wir Tag 61 auch geschafft. Also wie gesagt, 97.000 momentan auf dem Konto nach Tag 61, also 1/3 der Zeit. Das wird sehr eng, wenn da nicht noch irgendwo richtig Geld zu machen ist.
Der Einsatz ist beendet, sehr gut. Tag beenden. Keine Ereignisse. Wir springen zu Tag 62 am 14. September. Student an Polizeischule verkauft Kokain, Besitzer des Twister Strip Clubs. Meine Tänzerinnen sind alle Feministinnen. Film Crazy Arms ist ein Flop. Und wir düsen mit unserem Spritzwagen wieder zur Arbeit. All the information about Laura, just like you asked. Mr. Boyd, keep your voice down. Someone could be listening. Oh, I'm sorry, Emma. It's my first time doing something like this. Here's the envelope. Everything's in there. Fine. Mr. Boyd, please write for Mr. Fry on this envelope and drop it in the mailbox across the street. What? I don't want this handled like it's some kind of game. Mr. Boyd, those are the rules. Now please lower your voice. Fine. Okay, Emma. I'll put this envelope in the mailbox across the street, just like you said. Wonder how that damn Mr. Fry is gonna get an envelope out of the mailbox. Talking to yourself, Mr. Boyd? And we thought we'd have to catch you at the police station. But it turns out Jack Boyd has come down to meet us personally. Do you know why we're here, Mr. Boyd? I don't even know who you are. My name is Eugene Chaffee. I'm a businessman. Rather, a restaurateur. Although I usually tell everyone I'm a businessman. Which sounds better? Businessman or restaurateur? Oh, I think I've heard of you. You have a restaurant and a slaughterhouse. And you serve refried veal steaks. Well, refried veal steaks isn't my only business, but perhaps it's what I'm best known for. I thought it was time we meet Mr. Boyd, and my friend here. I believe you're already acquainted. His name is Troy Starr. Never heard of him. So what do you want, Mr. Chaffee? Looking for a spokesman for your beef products? I recently changed my image and my hair. Eugene and I really want to help you, Mr. Boyd. Although after our phone call, I've had my doubts. I was making love to my wife, and you called me and told me to fuck myself. That kind of behavior is rude and inappropriate, Mr. Boyd. I didn't mean to offend you, Mr. Starr. Just thumbing my nose at that prick mayor of ours. You keep making love to your wife, or did I ruin the mood? There's a nice cafe around the corner. Spare us a couple of minutes of your time, Mr. Boyd. Lately, I've been so busy that I rarely get to sit and relax in such a nice place, and with such interesting company. Get to the point, Mr. Chaffee. I'm busy too. In fact, I think I hear some teenagers next door robbing and raping an old woman. Maybe she's your aunt. You see, Mr. Boyd. Good morning. What do you want? A big mug of beer. We don't serve big mugs of beer. Then a small mug of beer. We don't have beer in any size glasses. This is a family restaurant. Moms and dads come with small children. I can bring you a lollipop to suck on. Monica, where's your famous charm? Bring the gentleman a beer. I'm sure you've got a bottle under the counter. Check between the dead cats and the dried heads of your ex-boyfriends. This man, by the way, is your police chief. Don't be silly. The police chief has a bald spot the size of a toilet seat. So, as I were... Oh, I'm sorry, Eugene. It's Rogers. Probably forgot how to wipe his ass. When you're 82, Troy, you'll probably forget you need to wipe your ass at all. But very well, run along. We can continue without you. So, Mr. Boyd, as you may already know, the official job of my old friend Mr. Starr is to cause trouble for you. But believe me, it's not out of malice. It's to maintain his cover at City Hall. But to somewhat balance out this trouble, I've decided to help you out. Every day, pay close attention to your morning newspaper, Mr. Boyd. You'll find messages hidden among the pages. Simple notes, but make no mistake, the information you'll find there is extremely useful. You see, Troy Starr isn't my only spy. That's it, Mr. Boyd. I told you it would only take a couple of minutes.
I wouldn't want to disturb you while you're enjoying your drink. Keep in touch, my dear little cupcake. Oh yes, I'm quite good at puns. Never imagined what meeting Robespierre would be like, but I certainly didn't figure the first thing he'd do was buy me a drink. Getting them to serve a beer at a family cafe? And this Robespierre has some strange superpowers. Strange, but not entirely useless.